diese Lenkprogramme, das ist schon, egal auf was für eine Baustelle ist schon eine große Unterstützung, weil man doch viel besser rangieren kann. Weil hier sind sehr beengte Platzverhältnisse, ist schon eine Wucht, wie man da in diese Baustellen reinkommt. Wir sind ja jetzt hier auf dem zweiten Standplatz und der zweite Standplatz war halt die Schwierigkeit mit diesem Brückenbauwerk, was war, dass wir drunter schwenken mussten. Weil andere Möglichkeit gab es nicht, wegen Aufbau. Wenig Bodenfreiheit gehabt, also zu wenig eigentlich, kann man sagen, aber wir haben es hingekriegt. Die Vario-Bs haben wir gebraucht, dass wir den Kran aufrüsten konnten, weil die LKW sonst nicht nah genug rankommen. Also ohne Vario-B ist keine Chance, hätte man nicht aufbauen können. Also wir sind in Rieneck an der Bundesbahnstrecke und haben Brückenträger, Brückenteile ausheben müssen mit einem Gewicht zwischen 48 und 57 Tonnen. Wir mussten Vario-Ballast nehmen, weil wir weniger Ballast drauf hatten, 20 Tonnen, weil wir unter das Brückenbauwerk, was später auf die Gleise kommt da drüben, reinschwenken mussten. Und durch diesen Vario-Ballast konnten wir diese 2 Hübe trotzdem machen, weil wir ihn nach hinten direkt drehen konnten und wir die gleiche Hubleistung hatten wie mit 20 Tonnen mehr Ballast, die wir normal hätten. Ja, was wir noch bei diesem Kran machen müssen, ist, wir müssen den Schiebeholmkasten demontieren, weil wir sonst zu schwer sind. Das ist auch eine interessante Sache, weil man Gewichtsreduzierung machen kann am Fahrzeug und dieses System, was da Liebherr gemacht haben, ist kranfahrerfreundlich. Der Kran hat eine 5. Stütze, hinten in der Mitte muss man auf die Stütze stellen und dann tut man Stützkasten anhängen, Bolzen hydraulisch ziehen und dann hebt man ihn nur weg, tut auf den LKW verladen. Schnelle Sache, also